Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotos TV. Mein Name ist Sebastian. Und ich bin der Uwe von Metabo. Und ihr habt die gemeinsten, die schlimmsten, die fiesesten, die herausforderndsten Fragen gestellt an den Uwe. Und zwar 40 Stück an der Zahl und die werden wir heute beantworten. Uwe Hilsenbeck, Metabo-Trainer und Seminarleiter mit echtem Profi-Know-how. Mit jahrelanger Erfahrung im Handwerk und einer Leidenschaft für Elektrowerkzeuge bringt er Fachwissen dorthin, wo es gebraucht wird. In Schulungen und Seminaren zeigt er, wie man mit Metabo-Werkzeugen effizienter, präziser und sicherer arbeitet. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt. Mit Uwe profitieren Hobbyhandwerker und Profis von praxisnahen Tipps und erstklassigem Training. Uwe kennt sich richtig aus mit Werkzeug, hat er vorhin schon selber gesagt. Und das sind nicht irgendwelche Fragen, sondern es sind eure Fragen. Denn wir haben Folgendes gemacht. Wir haben gefragt, was wollt ihr eigentlich von Uwe wissen? Was wollt ihr zu Werkzeug wissen, zu Metabo, zu was auch immer? Und ich habe hier 40 Fragen komplett ungefiltert. Ich habe sie einfach hier raufgenommen und die Fragen gehen jetzt an dich. Dann fangen wir mal an und mal schauen, ob auch alles beantwortet. Moment, bevor es weitergeht, wir verlosen Werkzeug. Und zwar nicht nur in diesem Video, sondern in jedem Video verlosen wir jeweils Werkzeug. Wahnsinn, oder? Du musst nichts weiter machen, außer unten in die Kommentare deine Meinung zu diesem Video oder zu unseren Themen heute zu schreiben. Und der Hammer ist ja wirklich, du kannst dir dein Werkzeug aussuchen. Schau einfach bei uns auf die Verlosungsseite. Dort siehst du einen Pool an Werkzeug, aus dem du dir einen Gewinn aussuchen kannst, wenn du gewonnen hast. Das, was wir an der Seite sehen, sind einige Beispiele. Das könnte es zum Beispiel auch sein. Für dich ein wichtiger Hinweis. Schau mindestens einmal in der Woche auf der Verlosungsseite vorbei, ob du gewonnen hast, denn du kannst ja bei jedem Video gewinnen und das sind eine Menge Gewinnchancen. Die erste Frage fand ich wirklich extrem gut, weil wir haben ja ein paar Videos gedreht, wo das immer wieder ein Thema war. Nämlich, gibt es eine Liste der Akkugeräte mit der Angabe, was der beste Akku ist? Jein. Es gibt eine Liste für unterschiedliche Bereiche, also zum Beispiel einen Garten, für Winkelschleifer. Wir sind gerade dran, das für alle Elektrowerkzeuge zu machen, haben aber mit Garten angefangen, dann den Winkelschleifer und es werden immer mehr diese Listen geben. Ja. Aber es wäre total sinnvoll, dass ich sage, okay, das Gerät, perfekter Akku, mindestens das. Den Gedanken hatten wir auch, ja. Ist eine Flachdübelfräse von euch zu erwarten? Nein. Muss man befürchten, dass irgendwann auf Hikoki Akkusystem umgestellt wird? Nein. Warum nicht? Weil es keinen Sinn macht für den jeweiligen Hersteller. Ich nehme jetzt Hikoki oder Metabo, das heißt, jeder Endanwender würde sich ja in den Popo beißen, wenn er dann einen Akku hätte. Und das will man natürlich als Hersteller vermeiden. Somit bleibt Hikoki auf Hikoki, Metabo bleibt bei Metabo. Da wird sich nichts dran ändern. Und ich glaube, dass die meisten Zuschauer unterschätzen, wie viel Hikoki-Akkus es draußen im Markt gibt. Ja? Deutschland ist das ja ein ganz, ganz kleiner Teil. Es gibt da wahrscheinlich Millionen von Akkus, die da draußen sind und die will man alle obsolet machen. Richtig, man darf auch Hitachi nicht vergessen. Absolut. Ja, weil die passen auch in Hikoki und somit würde sehr viel wegfallen. Ja. Wird es in naher Zukunft einen Akku-Hochdruckreiniger geben? Nein. Kommen mal wieder Neuheiten für das 12-Volt-Stecksitz-Akkusystem? Das kann ich nicht beantworten, weil ich es nicht weiß. Ehrliche Antwort. Kommt Zubehör für die OFV? Was ist eine OFV? Eine OFV ist eine Oberfräse mit variabler Drehzahl, also unsere Oberfräse, ja. Die neue, darum geht's. Da gibt es bis dato Gedanken, wir sind da dran, speziell in der Anwendungstechnik, da Zubehör zu machen, aber wann kann ich leider nichts dazu sagen, weil ich es hier auch nicht weiß. Wann ist dran, ja. Kommt eine neue Tischkreissäge mit Akku und Zahnradanschlag? Ja. Kommt eine Akku-Schneefräse? Nein. Warum nicht? Ich komme aus dem Bereich, wo es sehr viel Schnee hat, also Schwäbische Alb, da gibt es noch ein bisschen Schnee im Winter. Und diese Akku-Schneefräsen, die ich bis dato getestet habe, die es auf dem Markt gibt, finde ich nicht nutzenswert. Okay, also zu schwach oder nicht gut? Genau, wenn ich eine Schneefräse will, dann brauche ich eine zweistufige, brauche dementsprechend Leistung und da sind die jetzigen noch nicht in der Lage. Wird allgemein weiter an 12-Volt-Geräten gearbeitet? Beispiel Nein. Oberfräse. Ja, bis dato nicht, nein. Also wie gesagt, ich kann nicht hundertprozentig die Richtung sagen im Bereich 12 Volt, aber ich weiß, dass jetzt in naher Zukunft keine neuen Geräte im 12 Volt kommen. Ja. Wann kommt eine Powerstation, die man mit 18 Volt betreiben kann? Interessante Frage. Da darf ich nicht viel dazu sagen, ich kann nur sagen, es wird was kommen. Okay. Auf welche Neuheiten können wir uns dieses Jahr allgemein freuen? Also wir haben ja jetzt schon einen neuen 4-Kilo-Hammer gebracht. Es wird im Bereich Metall was geschehen. Wie gesagt, da wollen wir natürlich noch nicht so viel
sagen, was wir da neue Sachen auf den Markt bringen werden. Im Holzbereich geschieht was, war gerade noch eine Frage dazu, wo ich dann somit schon beantworte. Also es kommen Neuheiten in verschiedenen Bereichen, nicht nur Holz, nicht nur Metall, sondern es ist so ein schöner Mix an Neuheiten, die wir bringen. Das ist immer schwierig, wie viel darf man sagen, Genau. kann man sagen und so weiter. Ja. Und natürlich ist bei dir das Problem ja auch, du siehst ja auch nicht nur die nächsten 6 Monate, sondern du guckst ja auch in den nächsten 1, 2, 3 Jahre, also in deinem Kopf. Du musst immer überlegen, wo sind wir jetzt eigentlich? Das ist eine Riesenschwierigkeit, wenn ich über Neuheiten spreche, ist es für mich schon gar keine Neuheit mehr. Klar, weil du schon ewig in der Hand hattest. Genau, Ja, logisch. So, okay. Wann kommt ein neuer Akkunagler raus? In naher Zukunft nicht. Wir haben ja einen Akkunagler im Programm der 90er. Der wird auch so im Programm jetzt mal bleiben. Geplant ist jetzt in diesem Jahr, in dieser Wave nichts. Interessante Frage, kommt eine akkubetriebene Gartenpumpe? Haben wir doch. Ist die akkubetrieben? Ja, wir haben 2. Also jetzt haben wir 2. Es gab eine, die haben wir, glaube ich, letztes Jahr gelauncht. Stimmt, die habe ich sogar getestet. Jetzt, wo du sagst, ja. Stimmt. Die hat 2200 Liter und hat relativ viel Druck. Die neue, die jetzt in den letzten Jahren kam, die hat weniger Druck, wie eigentlich normale Tauchpumpen so haben, so 0,7 Bar, denke ich, schätze ich mal, hat dafür aber statt 2200 7000 Liter Fördermenge. Also 7000 mit Akku? Mit Akku, ja. Das muss ich mir mal anschauen. Interessante Frage. Kann man jeden 18 Volt Akku mit jedem 18 Volt Ladegerät von euch laden? Ja. Also vielleicht ist das nicht jedem geläufig, aber ich hätte auch gesagt ja, aber... Doch, also es ist ganz, ganz wichtig, dass nicht jeder Akkupack von jedem Ladegerät gleich geladen werden darf. Das ist klar. Aber das kann am Endanwender wurscht sein, das entscheidet das Ladegerät. Das heißt, das Ladegerät kriegt die Information, ich bin ein Lithium HD 5,5 und ich darf dich mit 8 Ampere Ladestrom zum Beispiel laden. Aber du kannst mit jedem Ladegerät, jeden Akkupack 18 Volt laden, durchweg. Ja, das ist wichtig und da muss sich auch der Kunde verändern, wenn er keine Gedanken macht. Das ist auch ganz wäre doof und das geht nicht. Und nee. Also er kann machen, was er will. Vielleicht dauert es bei dem Akkupack ein bisschen länger, bei dem ein bisschen schneller, aber er kann machen, was er will. Alles möglich. Das ist eine Frage, habe ich erst überlegt, lasse ich die drin, lasse ich nicht drin, weil sie klingt irgendwie böse, ist sie aber eigentlich gar nicht, das ist eine neutrale Frage. Wird es eine Akku-Allianz zwischen CAS und M-Share geben? Versteht die Frage nicht ganz. Also ergo wird es eine Verschmelzung von CAS und M-Share geben, sodass alle CAS-Geräte und alle M-Share-Geräte miteinander kompatibel sind? Da gehe ich zu 99,99 Periode aus, dass es das nicht geben wird. Ja, ist irgendwie ein bisschen quatschiges Thema, aber die Fragen stellen sich natürlich viele. Ja. Da wäre die einzigste Möglichkeit, wo die Hersteller mitmachen würden, mit irgendeinem Adapter zu arbeiten, dass alles zueinander passt. Dann hast du aber die Problematik heutzutage mit Lithium, mit Elektronik, Überwachung und. Absolut. Also davon gehe ich sehr stark davon aus, nein. Also vor allem, es wäre technisch ein absoluter Albtraum. Das will keiner. Ist eine Cup-Schiene für die KT66BL geplant? Also ergo für die Tauchsäge? Nein. Eine Cup-Schiene für eine Tauchkreissäge macht eigentlich keinen Sinn. Weil du hast ja eine Handkreissäge in der Hand, die Schnitttiefe ist eingestellt, nimmst die Cup-Schiene und sägst durch. Würdest du jetzt eine Tauchkreissäge auf eine Cup-Schiene drauf machen, müsstest du ja freie Hand irgendwie eintauchen und dann sägen. Wir sehen diese Anwendung nicht gegeben und somit machen wir das auch nicht. Also es wird die Tauchsäge nicht mit Cup-Schiene geben. Okay. Es gibt ja einige Hersteller, die das machen. Genau. Ja, aber interessante Argumentation. Akkuallianz, wieder die Frage, wird es eine Akkuallianz zwischen Metabo und Hikoki geben? Nein, aus dem Grund, wir haben vorher schon mal drüber geredet. Genau. Nein. So, die Frage hatten wir auch schon mal, wird 12 Volt mit dem Einsteck-Akku erweitert oder erneuert? Hatten wir schon beantwortet. Werden Geräte, die es von CAS-Partnern gibt, bewusst nicht mehr unter Metabo rausgebracht? Also ergo, wenn es im CAS so ein Gerät gibt, sagt ihr ganz bewusst, nein, das machen wir nicht. Es kommt immer auf die Maschine drauf an. Es gibt Maschinen, die wir trotz alledem ins Programm aufnehmen. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Akkunitpistole. Wir können genauso sagen, du, Gesipa, der hat genügend, brauchen wir keine eigene. Also es gibt immer Verschmelzungen Metabo, CAS oder CAS. Das wird es immer geben und auch in Zukunft. Kommt von Metabo mal eine neue Tisch- oder Standbohrmaschine?
Ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, nein, weil der Markt da so groß ist von anderen Herstellern, schon abgedeckt ist, dass es da relativ wenig Chancen gibt für uns da noch Umsatz zu generieren. Kommt irgendwann ein 12 Volt HDX-Akku? Das ist eine witzige Frage. Aber. Ja, stimmt. Weiß ich nicht. Ich bin so weit in der Entwicklung nicht drin. Ich gehe aber davon aus nicht, weil diese Leistung von dem Tablet-Zelle in dem Bereich nicht notwendig wäre. Also somit gehe ich davon aus, nein, macht keinen Sinn, das so zu tun. Ja, also aus meiner Sicht würde es erst Sinn machen, wenn die Tablet-Zellen so billig sind, dass sie billiger sind als 21700er. Dann könnte man das vielleicht machen. Aber ansonsten für die Geräte, die brauchen sie wirklich nicht. Nee, ja, wenn du ein 12-Volt-Gerät hast, was einen HDX-Akku hat, dann gehört das eher zu 18 Volt. Es wäre ein Grund würde es geben, wenn es ein HDX, ein Tablet geben würde mit mehr Ampere-Stunden. Ja. Da wird was kommen, dass man noch mehr Energie speichern kann. Somit hätte ich dann bei 12 Volt auch noch mehr Ampere-Stunden. Aber das Argument mit mehr Leistung. Oh, das fand ich eine super traurige Frage. Wann gibt es endlich wieder den MFT zu kaufen? Ja, also es kommt ja immer darauf an, wann das so ist. Also MWB 100, der ist ja hier gemeint. Ja, genau. Wenn er halt im Shop ist, ja. Wie gesagt, wir haben es ja heute auch schon persönlich miteinander bequatscht. Keiner von uns hätte niemals oder jemals gedacht, dass der so einschlägt und unsere kühnsten Träume übertroffen hat. Somit, wir tun alles, was nur möglich ist, weil wir wollen natürlich, ist ja klar, aber ich kann es nicht beantworten. Ja, also wenn ihr gerade keinen bekommt, ihr könnt euch übrigens bei gotools.de auf der Webseite benachrichtigen lassen, sobald er wieder reinkommt. Ja, dann braucht ihr nicht jeden Tag reinschauen. So, okay. Wird es irgendwann einen Akku-Bandschleifer geben? Vielleicht. Wer weiß. Okay. Kommen demnächst neue Gartengeräte mit einem leistungsstärkeren Antrieb. Was immer das heißen mag. Ich weiß ja nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es kann sein, ja. Wird die Entwicklung von Hikoki Metabo mehr zusammenwachsen? Er fragt, warum. Es gibt nahezu identische Radios von beiden Herstellern. Zum Beispiel auch Blaspistole, Oberfräse, Tauchsäge sind sehr ähnlich. Ja, also ergo, die Frage ist, wird es noch mehr Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungen geben und wird es sehr ähnliche Geräte geben? Ob ich jetzt sagen würde, mehr, weiß ich jetzt nicht, aber ja, er hat vollkommen recht. Das Radio ist nicht ähnlich, es ist gleich, es hat eine andere Farbe. Da gibt es natürlich Geräte, die man wirklich gerade bei so Produkten 1:1 übernimmt. Das ist auch komplett legitim. Absolut. Wo man natürlich auch zusammenarbeitet, ist dann mehr oder weniger im Motorenbereich zum Beispiel, dass man sagt, okay, den BL-Motor, den ich noch selber nochmal entwickeln, dafür greift man dann halt auf einen Hikoki oder andersrum dann zu. Das passiert natürlich, aber ich glaube nicht mehr oder weniger, wie das schon in der Vergangenheit war. Wird es in Zukunft neue Zubehöre für den MFT geben? Ja, und da wird man ja ein schönes Video mit dir haben. Genau, also ja, ich würde mir noch mehr wünschen. Ja? Interessante Frage, es gibt die Blaspistole, ein ultra beliebtes Gerät, ja? Hätten wir auch nicht gedacht. Bei Goto sieht man das auch sehr verkaufsstark, also super viel kaufen sich diese Blaspistole. Wer noch keine hat, unbedingt kaufen. Aber die Frage ist, kann die Blaspistole auch saugen? Die Blaspistole kann auch saugen, ja. Das heißt, die mitgelieferten Zubehöre, da ist ein kleiner Adapter dabei, den ich von hinten dann draufstecken kann. Und dann kann ich das Zubehör, was ich vorne einsetze, auch hinten draufstecken. Und somit kann ich blasen und saugen. Okay. Spannende Frage. Wird es irgendwann einen Metabo-Winkelschleifer mit X-Log geben? Nein. Warum gibt es keinen Sauger von Metabo mit einem Schlauchdepot? Wo man den Schlauch also wirklich im Sauger lässt, dann oben gegebenenfalls noch wieder was draufstellt. Es gab da immer Ideen hinsichtlich Saugschlauch, auch Kabel. Im Haushaltsstaubsauger kennst du ja, dass das Kabel so automatisch reingesaugt wird. Ist bei Baustellenthemen immer sehr schwer, Dreck und so weiter. Diese Systematik hat man getestet, hat nichts funktioniert. Das mit dem Schlauch haben wir uns jetzt entschieden, bei unseren neuen Saugern Gummilaschen, relativ einfach, einfach den Saugschlauch zusammen zu machen und dann an den Staubsauger dran zu hängen. Alles andere mit so einem Depot ist immer relativ schwer.
hältst dann sagt der Kunde, nee, ich will nicht den Saugschlauch, ich will einen anderen Saugschlauch, vielleicht mehr größerer Durchmesser, dann passt das Depot schon wieder nicht mehr. Was ich für mich persönlich immer nutze, ist ein Metabox. Die ist schön drauf zu klicken auf den Staubsauger. Ich packe da meinen Saugschlauch rein und alles ist schön zusammen und ist mit dem Staubsauger zusammen, mit meinem Zubehör. Also so mache ich es persönlich. Wenn wir dazu ein Bild finden, dann blenden wir euch das mal ein. Hört sich interessant an. Wann kommt ein kabelgebundener Schwingschleifer? Wann kommt ein zum Kabel gebundenem Schwingschleifer kompatibles, gleichwertiges akkubetriebene Gerät? In naher Zukunft nicht. Also ich rede da immer von 1,5 bis 2 Jahren. Man ist in diesem Thema dran, ja, aber in naher Zukunft nein. Das ASC 290, ja, also das ganz neue große Ladegerät, darf man damit alle 18 Volt Akkus laden. Wir hatten das Thema ja vorhin schon mal, aber ich will es auch, weil es so explizit gefragt wurde, nochmal beantworten. Ja. Kommen neue Messgeräte oder wird die Entwicklung lieber auf andere Bereiche gelegt? Also in dem Bereich verweise ich jetzt auf CAS. Ich weiß es jetzt gar nicht, ob ich es sagen darf oder nicht. Ich sag's mal lieber nicht, aber da ist ein CAS-Partner am Start, der in dem Bereich arbeitet. Wird es einen Metabo-Tracker, den es ja für Apple-Nutzer schon gibt, auch für Android kommen? Ja, das wird Mitte des Jahres soweit sein. Wird es dieses Jahr wieder eine gratis Akku-Aktion geben? Nein, so eine Aktion wird es nicht mehr geben, aber wir werden im Gartenbereich eine neue Aktion fahren und die wird cool und lasst euch da überraschen. Ja. Das ist eine Frage, so richtig ist sie, glaube ich, schwer zu beantworten. Aber ich frage Sie trotzdem, wie gut ist im Allgemeinen das beste Zubehör von Metabo? Spitz, Schleifpapier, Sägeblatt, Fräser, Lochsäge. Er meint... Also wie gut ist es eigentlich? Also wir arbeiten beim Zubehör mit Markenherstellern zusammen, deutschen Markenherstellern zum größten Teil. Das heißt, die Bohrer SDS plus Max Bohrer kommen aus Deutschland, Sägeblätter kommen aus Deutschland. Ich würde jetzt nicht sagen, in dem Bereich sind sie nicht so gut wie im anderen Bereich. Kann ich jetzt aber auch so aus dem Stegreif jetzt nicht beantworten. Also wir haben eine eigene Abteilung, die nichts anderes macht, wie Zubehör zu testen und eben das Maximale da rauszuholen, qualitativ. Es gibt natürlich auch Zubehöre, nachher schaut jemand zu und sagt, ja, erzähl da Mist, das kommt jetzt irgendwie aus China. Passiert auch. Aber wir gucken natürlich, dass das Zubehör zu unseren Elektrowerkzeugen passt. Ich vergleiche es immer so, wenn du Geld hast für ein großes, schnelles, teures Auto und machst dir dann vielleicht 125er Reifen drauf, bringen dir deine 600 PS auch nichts. Also die Fehlerquote oder was der Kunde am ersten immer sieht, ist die Maschine. Die ist schlecht. Oft ist es aber nicht die Maschine, sondern vielleicht auch das Zubehör. Also das können und wollen wir uns gar nicht erlauben, in dem Bereich schlechtes Zubehör zu haben. Was man natürlich sagt, es gibt immer bei jedem Hersteller auch Aktionen, ob es jetzt ein Bitset ist für sehr günstig Geld, die natürlich qualitativ vielleicht nicht die 100.000 Schrauben aushalten, wie das vielleicht vom anderen Hersteller ist. Aber das hat jeder. Man muss einfach Preis-Leistung im Verhältnis sehen. Aber wir haben genauso auch Bits im Programm, die eben aus Deutschland kommen und einen deutschen Hersteller haben. Ja. Eine Akkuschrauberfrage, und das ist eine wirklich gute Frage. Warum baut man in kleine 18-Volt-Akkuschrauber nicht auch einen Rückschlagschutz ein? Der Preiskampf ist so hoch. Also es ist einfach so, dass ich meine, das kostet natürlich ein paar Euro, das einzubauen. Und jetzt 2 verschiedene Versionen rauszubringen, macht auch irgendwie keinen Sinn. Das heißt also bei den kleinen, die also nicht so viel Leistung haben, schwierig. Meistens ich gebe dann schon recht, klar, und manchmal machst du ja auch mit so einem kleinen Bohrschrauber, weil die ja Leistung haben, gigantisch heutzutage. Vielleicht auch mal eine Anwendung, wo nicht dafür gedacht ist, aber hast vielleicht nur 2, 3 Schrauben, dann machst du trotzdem. Dann ist natürlich so ein Rückschlagschutz schon interessant und macht ja natürlich auch Sinn. Aber dann ist immer die Thematik, ja, Preis, Herstellungskosten in der Klasse. Das ist so einer der Gründe, warum man es nicht macht. Ja. Bei dem Thema hatten wir, als wir unser allererstes Video gedreht haben, hast du zu mir gesagt, diese Säge braucht eigentlich kein Mensch. Weil ich die Säge sehr, sehr gerne mag. Und zwar das ist die KGS 315 Plus. Du wolltest sie gar nicht schlecht machen, sondern du hast gesagt, das ist so eine Spezialanwendung, so eine Spezialsäge. Aber sie ist irre beliebt. Ja, also viele mögen diese Säge wirklich sehr gern. Ich auch. Eine große Kappsäge. Und die Frage ist, wird es da mal eine überarbeitete oder neue Version geben? Ja.
Und das war's auch für heute. Wenn ihr wollt, dass wir nochmal so ein Format machen zusammen, ja, wenn er nochmal die schlimmsten, die härtesten, die gemeinsten Fragen beantworten sollt, schreibt's gerne mal hier in die Kommentare, Fragen, die wir vielleicht beim nächsten Mal machen. Und solange schwitzt der Uwe jetzt das erste Mal, weil es waren eine Menge harte Fragen dabei. Und für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.